Buchfans, oh, wie geht's euch alle? Schön, dass ihr wieder da seid und wir sind heute wieder am Industrierenngebiet. Und was machen wir heute? Ja, ich wollte mal abschließen, weil es ist die letzte Sendung vor der Sommerurlaub. Also, ich bin nächste Woche weg. Den nächsten Monat in August ist mein Kameramann Stein, der jetzt filmt, ist auch weg. Also wir sind ich denke 5 Wochen sind wir weg. Ziemlich viel, ich weiß es. Aber ja, ich muss auch schon mal in Urlaub natürlich. Und habe ich gedacht, was machen wir? Na, wir haben schon seit einiger Zeit diese Polini-Rennauspuff. Ja, ein bisschen schade. Ich hatte hier natürlich unsere Polini-Rennset, die wir mit unserer Verlosung mit Harley Davidson. Oh, das haben wir schon verlost natürlich mit Weihnachten. Also ich habe wieder meine alte, getreue Airsail-Set eingebaut. Also ein Airsail 70 Kubik neues Modell mit ein bisschen Steuerzeiten, die sind ein bisschen angepasst. Kolben ist ein bisschen angepasst. Dieser Kopf, das ist wie im Shop, also wie man die auch kaufen kann. Ne? 5 Vergaser mit 68er Düse. Dann hier Luftfilter, original, aber bearbeitet, das Loch etwas größer gemacht, was hier im Rahmen geht. Also eine ziemlich einfache Setup. Kupplung ist eine Chlorkupplung und Kurbelwelle, muss ich mal nachdenken, ich glaube eine DMP 2.0. Hält schon seit Jahren. Also, ich habe das eingebaut und was fällt eigentlich gleich auf an dieser Auspuff? Eine ziemlich lange Krümmer. Was heißt das? Eine ziemlich lange Krümmer heißt eigentlich mehr Drehmoment. Wenn diese Krümmer kürzer ist, dann bekommt man mehr Endgeschwindigkeit, also Drehzahl. Ist diese Krümmer länger, dann ist es Drehmoment. Gut, ich bin natürlich nach hier gefahren, über den Teich. Hello there. Beest op mijn neus! Oh! Eeuw! Ik weiß nicht, was das war, Jungs, aber Und da habe ich schon bemerkt, inderdaad, dass im Mittengebiet ist er stark. Echt richtig stark. Wir sind hier noch mit einer Suzuki GT 250. Ich denke, wenn das im dritten Gang ist, hat er schon ein klein bisschen Mühe. Nur ein paar Meter natürlich, aber ich denke, das geht schon ein bisschen. Ne? Gut, was fällt weiter auf? Ab hier kommt das Resultat natürlich. Es ist ziemlich stark verschweißt. Da ist schon eine Gummi dabei. Also das ist auch super. Polini weiß echt, was die machen. Ne? Dämpfer ziemlich klein. Wir machen noch einen Dezibel-Test. Das machen wir vor Ort bei uns. Aber ich finde das selber, ziemlich, leise ist es nicht natürlich. Ne? Man will schnell fahren. Wenn man schnell fahren will, dann hat man Lärm. Will man langsam fahren, dann ist es leise. Ne? Oder man muss natürlich eine RS-Zigarre haben, aber auch den mit ein großes Luftfilter. Zum Beispiel ein Twin Air mit ein 17,5 oder eine 19er eben. Der Lotto macht ja eben Lärm. Schnell fahren ist Lärm. Was machen wir heute? Ich mache gleich meinen Helm drauf. Ich habe hier meine GoPro. Und hier geht ein Telefon rein, wie schnell es ist. Zum Vergleich, unser letzte Mal, dass wir diese Setup getestet haben, war das mit einer HomeWed P6 PSR-Version. Ich weiß es nicht genau mehr, aber vielleicht können wir die Bilder noch mal zurückfinden. Damals lief es 75, 76, ich weiß es nicht mehr genau, kann 78 sein, kann 74 sein, aber das war ziemlich schnell. Aber eine HomeWed, das wissen wir alle, das ist nur Endgeschwindigkeit. Drehmoment muss man dann echt Kupplung etwas höher einstellen. Geht das auch voll in Ordnung. Mindestens auf meine Setup hier. Ne? Ritzel ist 15 vorne und 48 hinten. Da haben wir mit unserer HomeWed also rund um die 74, 75 geschafft. Also mal sehen, was unsere Polini Resonanzauspuff macht. Ich bin sehr gespannt. Okay, Jungs. Da ist meine Kameramann mit seinem Tomos-T-Shirt. Naja. Okay, ich fahre mal wieder eine Runde, wie man gewöhnt ist von uns. Mal sehen, wie Topgeschwindigkeit ist. Hoffentlich sind da nicht so viele, wie sagen wir das, LKW's. Dan oh man. Oh, viele Autos wieder. Ja, dan warte ich mal, bis die weg sind. Oh man, die müssen natürlich alle hier zijn.
Okay, nou, was machen die denn, ne? Oh ja, mach's mal ruhig, Jungs, wir haben alle Zeit. Ja, kein Problem. Okay, Jungs, ich fahre los. Da gehen wir. Kupplung ist voll in Ordnung. Genau. Okay, 71. Das war gut, ne? Ganz net, 71. Ich denke, da waren noch mehr drin. Oh, Jungs. Nou, das war nicht schlecht. 71 km/h. Und ich denke, weil da waren ein paar Trötel da mit Autos, also ich musste ein bisschen warten. Also normalerweise denke ich 72, 73. Soll ich noch mal einen Versuch machen? Was findet ihr? Ich mache noch einen Versuch, Jungs. Okay, gehen wir wieder. Okay, nehmen wir ein paar Meter extra und wir fahren jetzt. Gehen wir. Ja. 73 km/h. Das ist echt richtig schnell. Das ist fast so schnell wie unsere Homelandbahn. Unglaublich, absolute Ehre. Also, Fans, 73 km/h wie gedacht. Also, das ist nur 2-3 Kilometer langsamer als unsere HomeWed P6 PSR Version. Also das finde ich echt, das ist echt gut. Und ich denke auch im Mittengebiet, ich mache meinen Helm ab, ich bin eigentlich ein bisschen begeistert. Haare, ja, Haare noch in Ordnung. Ist nicht viel mehr, aber naja. Gut, Brille mal auf, dann sehen wir einander wieder. Ich bin ein bisschen begeistert, weil, ja, 73 und ich denke, wenn ich noch eine 50 Meter Strecke hätte, dann war 74 ganz einfach drin. Also ich finde das auch auf eine Schlitzgesteuerte, weil es ist natürlich entwickelt von Polini, aber dann sieht man, dass die Leute sich sehr verstanden. Ich denke, so mit Schlitzgesteuert, das ist absolut nicht schlecht. Es ist eine ganz gute Allround Auspuff. Klaar! What the fuck? Hoi! What the fuck? Maar hoe, benzine gewoon of echt klaar? Ik weet niet wat er is. Ja, ich war schon ein bisschen ängstlich, dass es ein Problem war mit Kerzen oder so. Ich habe natürlich etwas Werkzeug bei mir, ja? Aber was war es? Benzinhahndicht. Also, das ist eine Anfängersfehler. Da hat man hier in Videos noch nie gesehen. Ne? Okay, na, machen wir mal ein bisschen mit Tüpfler und dann hört man gleich, was man gerade gehört hat, das Das ist Nadel. Ja, und so muss ein Rad drehen, wenn man das ausstellt.
Also, Buchfans, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch und all deine geliebte Familie, Freunde eine sehr schöne Urlaubszeit. Und dann sehen wir einander wieder in ein paar Wochen. Oh Jungs, und dann kommt noch jemand vorbei, meine Sportlehrer von unserer Sportschule. Und der hat ein Harley-Davidson Heritage, Hardtail oder Softail? Softail. Und das, Jungs, ja, ich liebe einfach alles, was zwei Räder hat. Wenn man das hier sieht, alles in Perlmutt mit diesem Piano-Lack, also schwarz, super custom gemacht und sieht ein bisschen Fatboy. Das ist ein Fatboy Gabel, denke ich. Und die kennen wir von Arnold Schwarzenegger, ne? Ja, in Terminator. Also ja, das musste ich noch mal melden, Jungs. Also ja, das kann man nicht verpassen, ne? Okay, ciao.